Wem der Trabant zu Mainstream ist, der greift zum P70. Dieser Kleinwagen, ursprünglich vom VEB Automobilwerk Zwickau als AWZ P70 Zwickau und später vom VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau als Sachsenring P70 gebaut, war eine echte Innovation. Nach der Chevrolet Corvette war der P70 eines der ersten Serienautos mit einer Kunststoffkarosserie und das erste, dessen Kunststoffkarosserie nicht in Handarbeit gefertigt wurde. Wir stehen heute vor einem originalen P70. Er ist 1958 gebaut worden und 1959 hat er seine Zulassung bekommen. Er ist original noch, nicht restauriert worden, nichts. Das Auto, ich sag mal so, im Vergleich zu moderneren Autos, er ist halt etwas schwieriger, dadurch er nur für eine Seilzugbremsanlage hat, nichts hydraulisch. Dann hat er bloß nur 22 PS, 3 Gänge. Und er hat eine Höchstgeschwindigkeit knapp 80, 85. Schneller will er nicht. Er hat keine Heckklappe. Er kann nur sein Kofferraum beladen werden oder entladen werden über die Rücksitzbank. Er ist wirklich original. Das Einzige, was er bloß bekommen hat jetzt, sind 4 neue Reifen. Daher für die DEKRA, für die Zulassung, das sein musste. Und er hat leider ein neues Verdeck bekommen, die Außenhaut. Daher Mäuse drauf saßen und haben halt ihre Sache hinterlassen. So, er hat aber wirklich bloß Außenstoff neu gekriegt und innen drin ist alles original geblieben. So wie er früher war. Neben einem Kombiwagen gab es den P70 auch als viersitziges Coupé. Zu sehen hier im August-Horch-Museum in Zwickau. Es war der letzte große Designentwurf des Karosseriewerks Dresden, ehemals Gläser. Die Präsentation des Fahrzeugs fand im Frühjahr 1957 auf der Leipziger Messe statt. Das Fahrwerk des Coupés war identisch mit dem der P70 Limousine, jedoch waren die veränderten Karosserieteile beim Coupé aus Blech und nicht aus Duroplast. Jetzt stehen wir vom Motorraum vom B70. Wie man sieht, er hat einen großen Wasserkühler, aber er besitzt keine Wasserpumpe. Er ist sozusagen ein sogenanntes Schwerkraftsystem. Er tut sozusagen das kalte Wasser hinter sich, das warme Wasser schickt er zurück und er kühlt sich nur durch den Fahrtwind. Das heißt, im Stau würde er anfangen mit Kochen. Ja, der Motor besitzt 22 PS und hat 700 Kubik. Getankt wird wie beim Trabant, ganz normal. Der Tank sieht zwar riesengroß aus, hat aber nur 32 Liter. Ja, was ist eine Besonderheit? Er ist halb original und er ist halb vom VEB Sachsenring. Also er ist halb die Geschichte, wo der erste 500er Trabant mitgebaut worden ist. Da ist er mit noch gebaut worden, deswegen besitzt er auch auf der Motorhaube sein Sachsenring-Zeichen. Und kein AWZ mehr, wie es original im Gang und gäbe war. Wie man jetzt hier sieht, ist das originale Typenschild vom VEB Sachsenring, Automobilwerk Zwickau, was früher das AWZ-Werk war. Wie gesagt, laut Baujahr ist Baujahr 59, da wo auch der 500er Trabant gebaut worden ist. Und er ist halt zur selben Zeit noch gebaut worden, weil es nicht so viele Autos gab zu der Zeit. Nach dem Volksaufstand 1953 plante die DDR-Staatsführung die Produktion eines modernen Kleinwagens in großer Stückzahl für die breite Bevölkerung. Das Forschungs- und Entwicklungswerk FEW Karl-Marx-Stadt erhielt den Entwicklungsauftrag für den P50. Die Beplankung des Fahrzeugs mit Kunststoff sollte einen Ausweg aus dem Mangel an Tiefziehblechen bieten. So, das Auto hat 3 Gänge, 3 Vorwärtsgänge, 1 rückwärts. Jetzt bin ich im ersten Gang. Das ist der zweite Gang. Den tut man so bis 40 beschleunigen und dann geht man in die 3 für die Restgeschwindigkeit. Und sehr wichtig ist auch beim Schalten öfters mal zwischen Kuppeln, weil sonst tun die Zahnräder vom Getriebe her kratschen. Wie ist das für dich jedes Mal, wenn du mit diesem Auto fährst? Es ist immer wieder wunderschön, entspannend. So,
macht halt Spaß. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Verbrauch? Ich sag mal, er liegt so zwischen 6 bis 8 Liter. Das ist halt immer unterschiedlich, wie man fährt. Wenn man aber so normal fährt, hat er so 6 bis 7 Liter. So kann man mal sehen, Sonnenblenden gab es tatsächlich nur für einen Fahrer. Ne? Wer sich heute aufregt, hier Schminkspiegel auf der rechten Seite gibt es nicht so richtig oder noch schlimmer, nicht beleuchtet. Hier gibt es noch nicht mal eine Sonnenblende auf der Beifahrerseite, serienmäßig. Was macht der Höchstgeschwindigkeit? Also Höchstgeschwindigkeit ist 80, 85. Ja, also, aber er will nicht gejagt werden. Er will halt schön ruhig fahren, also 70, 80 ist gerade so eine schöne Reisegeschwindigkeit. Das heißt ja auch immer, der Weg ist das Ziel. Genau. Und wenn du jetzt an den Leuten vorbeifährst, kennen das Auto noch viele? Also, ist es bekannt? Ich sag mal, sehr viele alte Leute kennen es noch. Die wissen es. Ich sag dann die jüngere Generation, die guckt halt nach in dem Sinn, ob sie irgendwo einen Schriftzug sehen, ja, wo es drauf steht, Wasser ist. Aber alle sind so begeistert, wenn sie es sehen. Du hattest ja gesagt, hier ist alles original. Selbst die Polster, wo wir drauf sitzen, die sind ja noch original und eigentlich auch kaum verschlissen. Na? Wie kommt man denn zu so einem Auto? Oder beziehungsweise, wo holt man denn das her? Die Geschichte zu diesem Auto war, das Auto stand in Waldkirchen bei uns im Ort in einer Garage 30 Jahre lang aufgebockt. Und es durfte kein Kind da spielen, wo das Auto stand. Und die letzte Besitzerin von dem Haus, die hat dann Bescheid gesagt, dass das Auto sozusagen, dass das Haus verkauft wird und dass das Auto aus der Garage raus muss. Ja, da war dann die Frage in dem Sinn, wer es kriegen soll. Dann war ein Oldtimer Club da, der das Auto auch haben wollte. Aber die hatten leider den gewünschten Preis nicht zahlen wollen. Ja, daraufhin habe ich nachgefragt, ob das Auto noch da ist und habe gefragt, was er sich vorstellt. Ja, und da haben wir das Auto preiswert erworben. Da es einen Original DDR-Brief gibt, war halt ersichtlich, dass das Auto ganz früher in der Kohle gefahren ist. Wahrscheinlich als Dienstauto. Dann ist das Auto verkauft worden nach Lengenfeld an einen Elektriker, der das Auto dann auch hatte. Und dieser Elektriker hat es dann zu Hause in eine Garage gestellt und aufgebockt. Und seitdem stand das Fahrzeug die ganzen Jahre in seiner Garage und kam halt nie wieder auf die Straße. Deswegen ist er auch noch so im Originalzustand. Am Ende dieses kleinen Videos bedanke ich mich wieder fürs Anschauen und einmal mehr bei den Unterstützern des Kanals. Vielleicht hat ja der ein oder andere dieses Auto hier schon im Kanal gesehen. Da gibt es nämlich schon ein Video, in dem ich damals noch Fahrszenen versprochen habe, die ich jetzt endlich nachholen konnte. Bis bald, euer Jan.